Wenn man ein Haus oder eine Immobilie kauft, werden verschiedene Steuern fällig. Dazu wollen wir uns heute mit Sebastian unterhalten und vor allen Dingen geht es heute um die Grundsteuer. Hallo Sebastian, erzähl uns was zu den verschiedenen Steuern, die fällig werden, wenn man tatsächlich eine Immobilie oder ein Haus irgendwo kauft. Genau, also man muss natürlich grundsätzlich mal unterscheiden, dass es hier die Grunderwerbsteuer und die Grundsteuer gibt. Die Grunderwerbsteuer wird ja immer dann fällig, wenn man eben kauft. In englischsprachigen Ländern heißt die meisten Stamp Duty. Manchmal wird die vom Verkäufer getragen, meistens aber vom Käufer. Heute geht es vor allen Dingen um die Grundsteuer. Ja, die Grundsteuer, da gab es ja jetzt vor kurzem die Grundsteuerreform in Deutschland, muss von jedem Immobilienbesitzer in vielen Ländern oder auch Grundstücksbesitzer in vielen Ländern natürlich bezahlt werden. Da gibt es viele Beispiele, wo diese auch sehr hoch sein können. Man denke zum Beispiel nur an die USA, manche Bundesstaaten, also Zehntausende im Jahr, die hier fällig werden. Aber auch in Deutschland unter Umständen können die ziemlich happig werden, ja, die Grundsteuern. Da haben wir gedacht, das ist mal interessant. Schauen wir mal ein paar Länder an, wo es keine Grundsteuer gibt. Wir werden dann zu jedem Land kurz sagen, welche Grunderwerbssteuer also beim Kauf zu bezahlen ist. Wie gesagt, diese Steuer heißt Stamp Duty. Das heißt, wir werden hier von Stempelsteuer in der Regel sprechen, meinen damit aber die Grunderwerbsteuer. Okay, und die Liste tun wir immer wie immer in unsere Shownotes. Fangen wir an mit den Cayman-Inseln. Wie sieht es da aus, wenn es um die Stempelsteuer geht? Genau, also wie gesagt, alle Länder in dieser Liste haben keine Grundsteuer. Cayman Islands hat eine Stempelsteuer in Höhe von 7,5%. Die Cookinseln. Cookinseln, also hast du Glück, gibt es auch keine Stempelsteuer, wenn du da eine Immobilie kaufen willst. Okay, und da gibt es aber auch eine Ausnahme, wenn ich das richtig verstehe? Ja, manchmal gibt es da ein paar Ausnahmen, Notargebühren und so weiter, müssen vielleicht noch bezahlt werden, ja. Okay. Wie sieht es in Dominica aus? Dominica, auch ein Land ohne Grundsteuer und Stempelsteuer, beträgt 4%. Okay, die Fidschi-Inseln. Es bleibt exotisch. Fidschi-Inseln ist die Stempelsteuer 3% für Staatsbürger, 10% für Ausländer. Okay, und ich wollte gerade sagen, wir sind nicht nur exotisch unterwegs heute. Georgien, obwohl Georgien ist wahrscheinlich auch exotisch, aber nicht so tropisch wie die anderen Inseln. Ja, 100%. Und vor allen Dingen Georgien hat ein ganz seltsames System. Also Georgien hat eine Grundsteuer. Allerdings ist diese Grundsteuer nicht fällig auf den Wert der Immobilie, wie ja in den meisten Ländern, sondern die ist fällig auf dein Einkommen, was du in Georgien erzielst. Ja, also nicht auf deine Auslandseinkommen. Wir sind in Georgien steuerfrei. Ja, aber wenn du mehr als 40.000 Lari verdienst, also ungefähr 15.000 US-Dollar, dann musst du 0,1% Grundsteuer bezahlen. Also technisch gesehen gibt es eine Grundsteuer, aber sie ist sehr gering. Deswegen haben wir gedacht, wir listen Georgien ja trotzdem auf. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich also grundsätzlich die Steuersysteme sind, aber wie unterschiedlich auch die Ausnahmen ausfallen in den Sachen, die wir hier so besprechen. Vor allen Dingen, dass es nicht auf den Wert der Immobilie oder des Grundstücks, sondern auf wie viel Geld man verdient. Total interessant, sich einfach mal was anderes anzuschauen. Weiter auf der Liste geht es mit Kambodscha. Genau, Kambodscha, auch hier keine Grundsteuer, Stempelsteuer für den Immobilienbekauf sind 4%. Malta, da haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten und wie attraktiv Malta gerade für deutsche Auswanderer ist. Auch von der Grundsteuer her ist es ein sehr, sehr attraktives Land für uns. Korrekt, es gibt auch keine Grundsteuer. Grunderwerbsteuer liegt bei 5%. Okay, als nächstes auf der Liste haben wir Monaco. Genau, Monaco liegt die Grunderwerbsteuer zwischen 4,5 und 7,5% des Werts der Immobilie und auch keine Grundsteuer natürlich. Okay, und das variiert nach Umständen wie den ultimativen Wert der Immobilie oder hat das auch so, wie viel Geld man verdient? Nein, es geht dort rein um den Wert der Immobilie. Der Immobilie. Okay, wie sieht es aus in Sri Lanka? Sri Lanka genau das Gleiche, keine Grundsteuer, 3-4% Grunderwerbsteuer. Auf der Liste als nächstes haben wir Thailand. Thailand, genau, hier ist die Stempelsteuer, je nach Art der Immobilie, liegt zwischen 0,05 und 0,5%. Okay, weiter, wir bleiben wieder exotisch oder tropisch, Turks and Caicos Islands.
Turks and Caicos, hier haben wir 0 bis 10% Stempelsteuer beim Immobilienkauf. Jetzt ein Land, mit dem ich mich auskenne, UK. Wie sieht es da mit den Steuern aus? Obwohl, da kann ich sagen, wie es mit den Steuern aussieht. Da beträgt sie nämlich zwischen 0 und 12% und es bezieht sich auf den Wert der Immobilie. Aber kannst du vielleicht noch etwas mehr Expertenhaftes zu dem Thema sagen? Genau, ja, UK ist uns natürlich sehr vertraut. Ein gutes Beispiel in UK, sehr populär natürlich auch bei ausländischen Investoren und Touristen, hier sich ein Cottage in Cornwall oder sowas zu kaufen. Hier sind allerlei trickreiche Maßnahmen getroffen worden der Regierung, um hier das Maximale aus den ausländischen Investoren herauszuziehen. Und zwar müssen zunächst mal Ausländer, die nicht in UK wohnen, schon mal grundsätzlich 2% mehr Stempelsteuer bezahlen. Ja. Zweitens müssen Ausländer, die bereits ein Haus irgendwo haben, nochmal einen höheren Stempelsteuersatz bezahlen für eine Zweitimmobilie. Den müssen wohlgemerkt auch Briten bezahlen, die eine Zweitimmobilie kaufen. Ja. Also daher eben die relativ große Bandbreite zwischen 0 bis 12%. Das heißt, hier ist natürlich die Idee, dass jetzt junge Leute, die die erste Immobilie kaufen, überhaupt keine Stempelsteuer bezahlen. Ausländer, die jetzt eine solche Wohnung kaufen, auch im geringen Wert, müssen trotzdem bezahlen, ehrlich gesagt. Und je teurer die Immobilie wird, desto mehr wird abkassiert. Und die Stempelsteuer wurde auch ausgesetzt für eine Weile in Großbritannien. Korrekt, das war wegen Corona, war das der Fall, zumindest bis zu einem bestimmten Wert. Ja, okay. Und dann als letztes auf der Liste haben wir die Vereinigten Arabischen Emirate. Genau, dort haben wir 4% Stempelsteuer. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die im Zusammenhang ihrer Steueroptimierung aus Deutschland wegziehen wollen und sich verschiedene Länder anschauen, um eine Immobilie zu kaufen. Wie kannst du ihnen tatkräftig zur Seite stehen? Also grundsätzlich muss ich natürlich wieder mal sagen, diese Liste hier ist sicherlich nicht vollständig. Da gibt es sicherlich auch noch andere Länder, wo es keine Grundsteuern gibt. Wenn dir noch andere Länder einfallen, würde ich mich sehr interessieren. Dafür schreib dir doch bitte einfach in den Kommentar rein. Dann gibt es überall natürlich auch Sonderregelungen und oftmals muss natürlich auch noch damit rechnen, zum Beispiel, dass es da noch weitere Steuern gibt, die jetzt nicht Grunderwerbsteuer oder aber Grundsteuer sind. Also zum Beispiel, wenn du diese Immobilie vermietest, dann wirst du oftmals natürlich dann eine Steuer bezahlen müssen und die wird dann auch in dem Land entsprechend dann zu entrichten sein. Also selbst wenn es hier um Steuerparadiese vielfach geht, wenn du hier dann konkret Einnahmen erzielst aus Miete, dann sind die dort zu versteuern. Ja? Das heißt also, was jetzt wirklich hier steuerfrei ist und was nicht und welche steuerliche Belastung hier auf mich zukommt, das muss man natürlich dann schauen. Und möglicherweise wird dann beim Verkauf ja wieder eine Kapitalertragssteuer auch fällig. Also da muss man eben schon noch genau hinschauen. Man sollte jetzt nicht die Grundsteuer als das einzige Kriterium nehmen, wenn man irgendwo eine Immobilie kaufen will. Aber wir haben gedacht, es ist einfach mal interessant. Machen wir mal so eine Liste mit, die auf der Grundsteuer basiert. Ja, ich rate dir nur, informier dich genau, was die Bedingungen sind in dem Land, wo du kaufen willst und informiere dich über die gesamte steuerliche Situation. Such einen Anwalt, such einen Rechtsanwalt, der dich diesbezüglich beraten will. Wir können natürlich hier, wenn die Immobilie im Rahmen eines Gesamtvorhabens erworben wird, zum Beispiel du willst umziehen, ein Unternehmen verlegen und so weiter und so fort, dich hier vollumfänglich beraten, arbeiten mit lokalen Steuerberatern und Rechtsanwälten in vielen Ländern zusammen und können dir hier genau sagen, mit welcher steuerlichen Situation du rechnen musst. Ich rate dir also, buche ein Beratungsgespräch und lass uns über dein Vorhaben sprechen, wo immer auch es dich hinzieht. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank wie immer für all deine Informationen. Gerne. Ich glaube, es wird okay, aber es ist halt, weißt du, du sitzt so da, gerade die Kinderzimmer, ich glaube, es ist gar nicht so die Küche und das Wohnzimmer, aber die Kinderzimmer einfach, ich weiß nicht, ob deine, vielleicht bist du disziplinierter da, aber unsere haben halt lauter wahrscheinlich Kleinfutzel, weißt du, so Zeug aus Überraschungseiern und hier noch ein Malbuch und hier noch eine Haarbürste. Also ja, die haben einfach viel Schrott. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.